Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption. Zum 15. Male streame ich dieses Spiel. Ja, es geht langsam voran, also was heißt geht langsam voran? Die krassesten Sachen haben wir schon fast hinter uns. Wobei, bei Red Dead Redemption, da sollte man immer noch mal ein Ass in der Hinterhand erwarten. Ach, hier ganz cool am Baum gelehnt. Bisschen sehr schräg, aber so ähnlich stehe ich manchmal in der Bahn. So. Wir haben 3 Ziele. Eins ist pretty near. Jawohl, LS. Leopold Strauss. Dann hätten wir hier Mika. So, und rot heißt immer schlecht für mich, ne? Alles Rote ist schlecht. Boah, was? Gesucht. Achso, total lebendig, alles klar. Also ich bin richtig geanust. Es ist jetzt weiß geworden. Weil nicht eben noch gelb. Oder fängt schon wieder meine Farbenblindheit an. Ach, wisst ihr was? Ich gehe mal zu Leopold. Ach ja, meine Güte. Ich will doch nur weiterspielen. Jetzt habe ich ja gar nicht geguckt, wie mein Akku vom Controller aussieht. Ich glaube, der war gestern schon ziemlich runter, oder? Können wir ganz kurz checken. Ne, alles klar. Ein ganz kurzer Aussetzer. Mr. Hey. Morgan. Herr Strauss, How are you? about how I look. Okay. Are you perhaps available for some work? Debtors? Yes. I guess. Your commitment to your duties is admirable. You know, Mr. Morgan, well, I'm sorry for you. No, Huh? never mind. I didn't... Look, Strauss. You take care. I ain't dead yet. No, of course not. That's what I was saying. The debtors, Strauss. Who owes you money? Well, there's a deserter from Fort Wallace. Head to him first. They're looking for him out on the road near Three Sisters. Man's name is J. John Weathers. J. John Weathers. Then there's a miner over in Annesburg. He's called Arthur. Like you. Huh. Arthur Londonderry. Family man, Londonderry. desperate. You know the type. Couldn't one of the boys do this? I tried. They lacked your vigor. Vigor, huh? All right. Take care, Mr. Morgan. Ja, das war etwas tief. Du bist doch... Ne, du bist nicht mein NS-Pferd. Du bist ein Hochstapler. Meins war viel schöner. Auch du bist es nicht. Lügenpferd. Ja, ich gehe jetzt meinen alten treuen. Warte mal. War das nicht das eine, was ich...
Meins war viel Kuhartiger. Aber das habe ich halt hab ich verloren. Das ist okay. Cool wäre, wenn ich aus dem Endpferden noch irgendwie Neues züchten könnte. Ich quasi ein Männchen und ein Weibchen habe. Zippity-zapp. Achso. Das geht hier eigentlich ab. Wo reite ich hin? In der Richtung müsste eigentlich auch noch was sein. Achso, das ist die Kasse, aber. Nee, ich habe schon wieder einen Brief. So. Dann habe ich die eine Mission jetzt hier in Dings verkackt, oder was? Ach, das ist blöd. Ich dachte, ich kann einfach eine Story fortschreiten, ohne dass ich irgendwie was verliere. Aber vielleicht bekomme ich irgendwie die Chance nochmal im Endgame sozusagen. Darum haben wir eine fremde Person. Ja komm, ich besuche mal hier alle. J. John Weathers. Hier doch in die Richtung. Na, kann die jetzt alle mit Leukämie anstecken, haha. Das ist quasi das Fox Die der damaligen Zeit. Ach Jack. Gehen wir doch mal aus dem Weg. Hey, Jack. Arthur, Don't stray too far. I won't. Need to keep you inside, okay? Okay. So. Noch kurz mit Jack geschnackt. Ja gut, deswegen wurden die Dinger mal so groß angezeigt wahrscheinlich auch. Yep. Damit ich dann genau weiß, okay, jetzt ist Ende Kapitel, ich kann noch mal alles andere abarbeiten. Ist ja quasi ein 100% Run gar nicht mehr möglich. Aber ist okay, brauche ich dann mit dem Safe Game quasi auch gar nicht mehr probieren. Einmal J. John Weathers anhusten. Ja, bleibt Hauptsache mir fern. Da, ein Fuchs. Wie soll ich den fangen? Na, den Fuchs kann ich so nicht fangen. Ne? Das funktioniert nur noch mit Wildschwein. Wahrscheinlich alles, was beißen kann, nicht. Das würde keinen Sinn machen, der würde mich einfach anspringen, beißen. Fertig ist auch gar nicht so übermäßig gut. Ah, weiß schon, warum er hier so abgeschieden wohnt. Ah, es muss damals eine komische Zeit gewesen sein. Du sagst dir, ey, hier ist ein guter Ort, hier baue ich mir ein Haus. Und dann kommt halt so ein Dutch daher. Und
tötet deine Familie. Das ist schon kranker Scheiß. Aber quasi auf diesem Schema haben ja viele Filme auch aufgebaut. Ein Menschenleben war halt damals irgendwie nichts wert, Hauptsache Land, Gold. Yep. Nee. Wo soll der hier leben? Ja. Könnte genauso gut auf dem Berg sein. Ne? Also da wo ich jetzt hingucke, ist das Zentrum von dem ganzen Gebiet. Hier so irgendwie. Ich werde einmal rumreiten. Schnell voll raus aus dem Gebiet. Ne? Ah, oh, oh. Nein! Easy, easy. Da wollen wir nicht hin. Glaub mir. Ja, Mann. Powerslide mit Pferd. Dafür müsste das eine Trophäe geben. Ne? Wow. Hauptsache mein Pferd ist nicht gestorben. Ansonsten war ich gleich hier mein altes Safe-Game. Ah, was ist uns denn gerade widerfahren? Boy. Sind wir auch nur auf diesem Bergpfad. Hier auch keine richtige Richtung. Ja. Das versuche ich ja. Ja, ist zu steil, oder? Muss ich erst eine Kletterausrüstung besorgen. Hey, was geht? Hey. So weit wollte ich jetzt nicht. Slippery. Ja, der geht aber ein bisschen krass ab. Pferdemeister.
Komm, hier, ich fütter dich mal ein bisschen. What? Yeah. Kommen wir hier vielleicht hoch? Ich habe echt Angst mit dem Pferd. So up now. Muss schnell stehen bleiben. Da unten ist was. Ich habe was entdeckt. Okay. Jetzt bringe ich die Pferdephysik zum Kochen hier. J. John Weathers. They call me Snow Goose now. Whatever they call you. You borrowed money off of Leopold Strauss. The bills come due. This ain't the best time, sir. This ain't Oh, yeah. the best time for anyone. Mr. Strauss knew it was a long-term proposition. The debt is due. Okay. I got supplies meant to last through the winter. You can take them. Just, is there any way you can help me? If I stay out here, there won't be anyone to pay you. I ain't here to help. I'm here to collect. We're all of us up against it. Look, there's men after me. They're killers. I ain't a deserter, just an objector. It ain't right. If there was another way than running, I need your help. Shut up. Please. It's too late. I clear off, sir. Shit. Well, seeing as I'm here, I'll do what I can for you. Wow. Eine Vorräte. Noch gar nicht auf der Karte angezeigt ist. Gemein. Ah, was jetzt? It's all right, my darling. You can come out. I probably should have helped you fix the damn wagon. We could probably still save something. Really now? Look, you can take the silver locket for the debt. Fine. Now, go. Get her somewhere safe. Go on. Thank you, fella. I don't know where we can go, but I'll try. Pray for us. We're past praying, boy.
Hm. Ja, war okay. Er ist angeboten, ich hab's genommen. Es war kein... Das hatte nichts mit dem schlechten Gewissen zu tun, meiner Meinung nach. So, wo ist Pferdemeister? Ja, jetzt auf hier rumzurennen. So, und hier ist Arthur Londonderry, wie hieß, ne? Ach, komm. Ja, ich finde das echt nervig. Habe ich jetzt echt die Markierung wieder rausgenommen? Ah, da ist ein Weg. Ja, dass die Map halt kein eigener Knopf ist. Weiß nicht. Das ist sehr unüblich heutzutage. Eigentlich ist irgendwie immer Touchpad die Karte. Aber hier war die Kamera wichtiger. Aber wie gesagt, das Touchpad hat 2 Felder, also 2 Zonen. Man hätte locker machen können, dass man eine Zone nutzt für die Map und eine für die Kamera. Naja, Rockstar muss noch ein bisschen lernen. Ansonsten waren sie ja ganz akzeptable Spiele. Sind ganz okay. Angeblich arbeiten sie auch schon an Bully 2. Ich hatte ja vor nicht allzu langer Zeit mal angefangen, den ersten zu zocken. Ist auch ganz nett, sag ich mal. So ein paar Spielmechaniken finde ich da ein bisschen anstrengend. Da müsste ich trotzdem mal weiter zocken. Genauso wie den allerersten Red Dead Revolver. Das war ja auch noch so alles andere als Open World. Bisschen rumrennen, Gegner erschießen. Auch ganz nett, sag ich mal. Also Rockstar hat sich wirklich extrem gesteigert über die Jahre. Obwohl das erste GTA und GTA 2 waren ja auch schon verdammt süchtig machende Spiele. Das völlig ohne übertrieben gute Grafik. Sogar relativ schlecht im Vergleich zu anderen Spielen damals. Aber so war das halt machbar und es hat auch in die Zeit gepasst. Weil es war halt irgendwie alles so... Ja... Hört mal auf hier rum zu jaulen. Das klingt wie ein Mensch. Ne, wo war ich stehen geblieben? Rockstar hat sich krass verbessert, gesteigert über die Jahre. Ach ja, genau. Ne, die ersten GTA-Teile, die waren ja noch wirklich so wie früher diese Sendungen, die immer in den Fernsehen kamen. Diese hier, wildesten Verfolgungsjagden der Welt und wie das alles hieß. Die Amerikaner sind ja auch total abgefahren auf sowas. Ich glaube, nur deswegen haben manche auch überhaupt so eine Verfolgungsjagd quasi provoziert. Nur um einmal am Fernsehen zu sein, so ein bisschen. Ach. So ein bisschen falscher Ruhm auch. Ja, aber dann kam ja GTA 3 und das war halt auch extrem gut. Ja, die Grafik war zu der Zeit noch. Man hat ja immer gesagt, das ist so eher Comic-Grafik. Hat sich eigentlich auch nicht so geil gespielt, aber ey, das war der Hammer zu der Zeit.
Aber ja, so viel zu Rockstar. Wird jetzt nicht hier. Alter, Pferd. Ey, Mann. Genau das wollte ich nämlich nicht. Ja, super. Achso. Ja, gut, dann mache ich den Rest mal zu Fuß. Ich werde hier auch so ein bisschen gejagt, ne? Tot oder lebendig und so. Vielleicht nicht der geilste Zeitpunkt hier. Nach jemandem zu suchen. Aber ich weiß ja nicht, wie das ist. Wahrscheinlich muss mich ein Polizist sehen oder so. Okay, ich bin schon wieder fast aus dem Gebiet raus. Hey, can I help you? We're trying to mine coal here. You know where I can find Arthur Londonderry? Arthur Londonderry? I think you're gonna want to speak with the foreman. Head way down there towards the coalface. Soll jetzt wirklich in die Mine rein? Einfach so? Okay, was passiert schon wieder? Oh Mann. Ich hatte jetzt nicht vor, richtig neben hier reinzugehen, oder? Was geht denn hier? Ich habe absolut gar nichts zu suchen. Also ein bisschen da hinten muss er sein. Leuchtet nur oben so komisch rum. Ach, guck mal hier. Arthur Londonderry. See here? I'm sorry, feller, but you're too late. Arthur's dead. The man's dead. What's wrong with you? Oh boy, you can't exactly beat it out of him now, can you? You might get something off his widow just across from Butcher's Creek, but I'd hurry. You ain't gonna be the only one a-knocking. You ought to be ashamed of Hey, yourself. I ain't the godforsaken moneylender. Ach, er hat auch so einen geilen Bauarbeiterhelm. Schon damals mit einer Lampe dran. Eine verdammt schlaue Idee. Muss man mal so sagen. You there! This area is private property. Earn your fortune. Maybe earn your fortune. Maybe today is the beginning of the end. Wer quatscht hier?
Beginning of the end. Achso. Vielleicht soll ich einfach mein Pferd rufen, ne? Ach, da oben. Dieses Pferd, ey. Was? Wer hat Thanks gesagt? So, das wäre natürlich mal, müssen wir mal testen. Wenn irgendwie eine Frau vor ihm steht, dass man die ständig anpfeift. Ich wollte einmal Zug fahren als Passagier. Das mache ich aber noch bevor das Spiel zu Ende ist. Ein weiter Weg. You there! What's your business here? Geht dich einen Scheiß an. Ja, voll erwischt hat, Knall. Ja, genau. Jetzt bin ich eigentlich der Oberfeind. Wenn ihr alle Schuldeneintreiber seid, dann könnt ihr euch gegenseitig. Das perfekt nicht, ne? Ja. Totboxen. Jetzt muss ich erst aus dieser Suchzone raus, oder was? Mann, wie nervt. Wir müssen uns noch mal kurz verpissen. Ja,
Wir haben es richtig drauf. Ja. Ne, zeig mal, was genommen. Gut. Here. Na, eigentlich habe ich von ihr gar nichts zu erwarten. Oder? Das waren seine Schulden. Also. Gonna pack all your stuff, Angel? I don't wanna go. It'll be an adventure. I don't want a friend. I want my dad. Be brave, sweet Angel. Be brave. Hell, beats you. You got quite a price on your head. Hold up. You're in that wanted poster, ain't you? Wait a sec. You dumb sack of shit. Now I know who you are. That damn county's looking to tan your hide. Hold up. You're in that wanted poster, ain't you? Was labert die? Alter, Hey! Off! das beißt mich ja eine dumme Schlange oder was? Ah. Was ist los? Wo ist die hin? Hat sie sich jetzt einfach ins Haus verpisst? Kann er wohl einfach mal die Tür aufmachen. Oder? Komm, später wieder. Wie ich sowas schon lese. Pferdekopfmeister. You brought this on yourself. Shut up. Muss ich mal wieder. This is a family affair. I can't keep sniffing this thing's ass. Come on! Get me from these damn shackles! Be no creature, quit this torment! Aber so schön unsanft. Well, thanks for that one. Damn goat vomit got to thinking I needed salvation. Like I care what his cousins think. Good? Good? Yee-haw! I feel like having some celebration milk. Damn Idiots getting what was forewritten for him, damn sure. Warte. Gute Reise noch. Goddamn hillbillies. Mhm.
Count yourself lucky. You bastard. Hey, boy. Was ist denn mit ihm? Ist er jetzt der Zeuge oder was? Will er mich jetzt so oder hier anzeigen, weil ich ihn beraubt habe? Whoa there. Easy. Ah, die Schlange hier ist mies. Sowas im Garten. Na gut, dann werde ich erstmal. Oh. Aber kann ich zum Beispiel mein Kopfgeld bezahlen, aber das macht im Moment eh keinen Sinn, weil tot oder lebendig. Yeah. Ah, ich hätte ihn nicht losbinden müssen. Ja. Sieht mal wieder echt schön aus. Okay, ist das ein Kompass? Ach so. Ob man weniger hat. Ah, das ist schon echt beeindruckend schön. Ja, sogar die Wolken spiegeln original. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, ich will meinen Dings wieder haben. Normal. Yeah. Hier hoch. Relax. Fine morning, partner. Ja, ja. Whoa, whoa, you're okay, boy. Warten. Macht Pferdstress. Das ist bestimmt Schlangengebiet, ne? Deswegen. Ja, jetzt den Gleisen rumstehen, das ist nicht cool. Und dann ist hier noch so ein blödes Ding im Weg, ey. Ich glaub's nicht. Kommt man überhaupt hoch? Ich glaube, das ist der bessere Weg, oder? Auch nicht wirklich. Ja, was gut sein. Das hat mich weit genug gebracht. Ich nutze hier tatsächlich die gebauten Wege. Weil es auch mal cool. Das lustige Häuschen. Auf jeden Fall welche, die man nicht begehen kann.
wir da probieren. Oh. Nice. Aber nicht drin. Ah, das wäre cool, hier irgendwie so ein zufällig entdecktes Secret. Vielleicht gibt es ja hier eine Truhe, die was hat. Ja, wer kommt hier schon großartig hochgelaufen? Natürlich sind die alle leer. Achso, das ist wieder bestimmt Private Area, aber ich verziehe mich mal lieber. Irgendwas ist hier. Was haben wir denn da? Eine Flasche Bier. Warum hat er die erstmal aufgemacht? Ach nee, das ist Whisky. Warten. Sorry. Ich habe getrunken. Bin mal gespannt, ob ich jetzt besoffen werde gleich oder. Na, so weit wirkt ja nie sofort. Ne? Na, warte mal, hier steht doch ein Wagen auf dem Gleis. Also hier wird wohl nichts lang fahren. Wenn dann hier. Micah, motherfucker. Was you followed? No. Was you followed? I said no. Okay. What is your problem? What is your problem, partner? You don't look so good. What is wrong with you? Nothing wrong with me. I'm fit as a fiddle. And I inside you ain't. I'm just a realist, friend. Micah reckons there's a rat. Oh, does he? On what evidence? He's only back a minute. Pinkerton show up. We've been on the run since you two fools went crazy in Blackwater. We barely escaped with our lives in Saint Denis. Now we got a rat. Well, Molly clearly talked, but who else? Maybe we pushed things too hard. Maybe time for folks like us is past. We don't need a rat. We got sloppier than the town drunk. And they know who we are, and where we are, and what we're doing. Way I see it, best thing we can do is let the wheat go. Move on, get our money, start over. That ain't happening. Well, something's gotta happen, and fast. Otherwise, Cornwall, them Pinkertons, they've got us penned in here, and ain't none of them stopping. Well, Cornwall's why we're here. Shall we, Dutch? Yeah, it's time to go. Let's head to the river. Oh, leave Cornwall alone. He ain't... We need money, but revenge, now? Of course it's for money. Come on, Arthur. This better not be no stupid revenge mission, Dutch. It ain't worth it. Don't be ridiculous. Oh, Arthur, it's just a simple social call. Schon wieder ein Wirklichkeitsbesuch. Hatten wir auch schon mal irgendwie gehabt. So, what are we gonna say to him that needs to be said? He has been hunting us since Valentine. He is the reason that Hosea got killed. His sugar business is destroying the people of Guarma. This town, Arthur, it's his town. He bought it just to destroy these folks. His sugar, his oil.
his law. These are wrongs that you can't right, Dutch. We're wanted men. So why did you go for John against my wishes? I didn't want him hanged. Neither did I. We're gonna cut a deal, Arthur. What are you talking about? We want out, and Cornwall wants us to stop robbing him, and we all know his money is what's keeping the Pinkertons on our tail. He's America, Arthur, and I want out, and he won't let us go. This ain't making a lot of sense, Dutch. It will, son. It will. A deal, some noise, and then we're gone. Cornwall's boat is due in soon. Let's get down here behind these crates. Ah, Cornwall ist reich. I want to thank you for your hospitality, Mr. Cornwall. This was a business meeting, Mr. Milton. We are not friends. I have spent a considerable fortune with your agency, and still nothing. This Vanderlyn robs me and laughs at me. I asked for the best. I paid for the best. We are very close, Mr. Cornwall. I know you've heard this before. Can't, sir. Send a telegram to Goldberg in New York. Tell him I won't borrow it more than 3.2%. Sorry, no, I have heard it before. And get that army man to pay his portage charge. Yes, sir. We are doing all we can within the confines of the law. The law? I think we both know what you can do with your law. Find me Dutch Vanderlyn. Bring him here. And leave the laws to them as need them. Good day, sir. So long, Mr. Ross. We have work to do. Mr. Didsbury. Mr. Now Cornwall. listen up, Didsbury. What's all this about strikes? I bought into this mine because of mismanagement, and I intend to make it a success no matter what the cost. It's the wages. Folk feel Folk that you... feel? Business doesn't give two figs about feelings, sir, not two figs. It's a nonsense that will bring a plague on both our houses, sir. Perhaps there is a plague on your house already, Mr. Cornwall. What do you want, sir? I'm not quite sure just yet. Your impudence will be your undoing, sir. I'm undone already. Even my best friend here, he thinks I'm crazy. And like this poor fellow you are talking to, my feelings are hurt. You robbed me, sir. And you robbed him. Funny world. You show a criminal's grasp of sophistry, sir. I did no such thing. You kill. I kill. You rob. I rob. Only difference I can see is I choose whom I kill and rob, and you destroy everything in your path. I've heard just about enough. I'll tell you what. You give me this ship, $10,000, and safe passage out of here, I'll let you live. I'll do no such thing. You sure? Good. I prefer it this way. You lost your man! Noise, Arthur! Noise! You screwed up! Oh, shit! Pinkertons! What the... Natürlich sind wir auf jeden Fall abgehauen. Ah, ich habe ein Gewehr dabei. Viel besser. Come on! Mike is going after those papers! Let's find him and get out of here! Wirklich Cornwall erschossen. Warum hauen wir jetzt nicht mit dem Schiff ab? Der ist nicht viel praktischer.
gerettet habe. Bin doch schon da, Alter. Nicht so ein Stress. Lass mal die Tür schließen. Ballert da wie Idioten auf den einen, trifft nichts. Treffe ich nichts. Ist halt rot. Oh. Couch. So. At least we tried talking it out. Boys, lost your minds. Oh, I felt a lot of guilt in this life, Arthur. I've killed too often and poorly, but not this time, son. Come on! All right, let's head for the hills, boys. They're trying to block us off. Go right. Ah! Look out! We got more ahead! Hat sie Pferd erschossen. Oder welches? On the left! More the bastard! Oh, fuck. Okay, das war mal ja Pferdecrash. So, warst du mit Pferd? Was ist jetzt schiefgegangen? Bestimmt war ich zu lange weg von den anderen oder was? Aber ich habe das falsche Pferd benutzt. Das war mal krass. Das hätte ich mal gerne aus einer anderen Perspektive gesehen. 2 Pferde rennen ineinander. Wir haben den Typ tot. Ja, beeil mich, beeil mich.
nach hinten ballern. Kann schon ja nicht mehr richtig denken jetzt, ne? Macht alle von alleine. Ja, nicht besser. We all okay? Interesting social call. Oh, don't play dumb and superior at the same time, Morgan. We all knew, sooner or later, Cornwall had to go. Let me see them papers. It's more attention we don't need. Feels like the whole world's closing in on us. Dutch, it won't be long before they find where we're hiding out now. Especially as we ain't exactly hiding out. We just need a distraction. Buy us some time. It looks like Mr. Cornwall's company has signed a railroad contract with the army. And they're also moving dynamite down from, well, the Annesburg mines to Saint Denis to resell. And there's bonds at his oil factory. Maybe there's a way to get them off our back and get the money that we need. Mike, you look into this dynamite. Take Bill, I guess. Arthur, you go too. We are gonna need a lot of it. And Mike, we need to talk. Figure out some things. Of course, boss. Figure out what? The plan. Getting out of here. Nothing's changed. It hasn't, huh? There's an old house west of Van Horn. Meet me there when you can, Blacklung. Let's split up. We'll meet up back at camp. Yeah. This is crazy. Du bist der Einzige, der noch durchsieht, ne? Scheiße. Okay, ich probiere es nochmal. Idiot. Ach ja, Dutch wird völlig bescheuert. Achso, hier ist mein Lager, ne? Ich wollte hier gerade gar nicht rein. Ja, scheinbar muss ich. Zumindest hier durchreden. Ja, wenn ich die Schulden eingetrieben habe, dann gehe ich erstmal zur Kasse und dann kann ich immer die Mission annehmen. Ja, yeah. Jetzt darf ich wieder ich sein. Das sieht einfach so schön aus. Ist man natürlich gespannt, was dann so mit der PlayStation 5 kommt für Grafik. Hier wurde dann San Francisco errichtet. So, na gut.
Da sind wir mal wieder. Ich hoffe, die Schlange ist jetzt cool. Am besten gar nicht. Gonna pack all your stuff, Angel? I don't wanna go. It'll be an adventure. Mrs. Londonderry. Arthur's dead. I know. I'm sorry for it. It's just... we lent Arthur some money, you see, and... So it was you. You son of a bitch. What do you want now? You want my boy's shoes? You want the food out of our bellies? What little there is? You want me to lie down for you? No, no, Arthur gave everything to pay your bills. Everything. And now there's some fellas coming to take the house. There ain't nothing left, mister. I just wanted to say the debt's canceled and to... Here, take this. It won't bring Oh, your wie ist das, husband back, I know. You need money and I don't. Oh, you're a good man. I just wish you'd done it before he worked himself into the grave. But you know, maybe you and your friend that lent him the money could do things differently. Like not threaten a man. Excuse me. I'm sorry, ma'am. I really am. Jetzt muss ich erstmal sehen, wie viel ich jetzt verloren habe. $55. Ja. Jetzt stehen wir noch im Regen, schön mit Tuberkulose am Start. Ich habe hier wieder 2 Ziele. Hier unten hätte ich wieder Maika. Im Lager war doch auch noch was. Reverend Swanson ist wieder am Start. Ja, lass mal zu ihm. Es wäre jetzt leichter, die Mission anzunehmen, weil ich bin ja fast da. Aber na gut. Ich will das erstmal hinter mich bringen. What the hell? Jetzt haben wir diese tolle Straße. Alter. So weit war das eigentlich gar nicht, ne? Nur ein kleines Schiff. Wow. Wow. Da wären wir. Hey. Javier, glaube ich, war das. Hey, Arthur. Ich will nicht, dass der Reverend mich jetzt anquatscht. Uncle Arthur. Warten. Nee. TV warten. Hier, Jackie. You okay? Hey, How's it going? Micah said he'd take me fishing.
Try not to speak to him, okay? Sure, Uncle Arthur. Micah ist ein Vollhonk. Dutch went and killed Cornwall in Annisburg. This'll be bad, John. Shit. Yeah. I'm worried he's coming unstuck. Well, don't let me bother you. Be strong. Direkt mal die Neuigkeiten verbreitet. Cornwall ist tot. Ah, how did you get on, Mr. Morgan? Just dandy. Just get up. What? Get up! What is wrong? Nothing's wrong. Nothing at all. What are you doing? Something I should have done a long time ago. Get your bag. Is this it? I don't understand. I ain't gonna kill you, though I probably should. You disgust me. And you shame us. If we could be shamed any more than we already are, that should do. Go! I don't understand you. What are you doing? Go and get a job! You know, they say the sick delude themselves. I was your friend. You and me, we ain't decent. But those folk, they was. Now here, take that. Take that and get lost. I'm leaving. Okay. Der war zu kaltherzig für uns, aber. Alright. Hell of a time, Arthur. You know, you might want to think about getting out of here soon. No, I'll be with you boys till the end. Just don't leave it too late. Uh-huh. Ja, will ich überhaupt noch was in die Kasse einzahlen. Brief. Dear sir, you were once very kind to Beau and myself, and it pains me to ask you to show us further kindness. But I have nowhere else to turn, and nobody else upon whom I can impose. I will, of course, pay you handsomely for your troubles. My family have turned quite mad and are threatening to send me away to stop my work, which they say is disgracing them. As if their history of absolute moral depravity, utter debauchery, and perpetual drunkenness did not disgrace them enough. I must escape, yet I am kept prisoner here. Can you help? Most days I am to be found at the cabins on the plantation. The main house and all it stood for are thankfully no more. Yours faithfully, Penelope Braithwaite. Braithwaite. Ist da noch was? What is it? Ja, hübsch. Ein bisschen Schönheit hier in dem Ganzen. Schon wieder das Ding. Lass gut sein. Reverend? You okay, Mr. Morgan?
I don't know, Reverend. These are challenging times for all of us. Yes, very challenging. You don't seem yourself, somehow. I've always felt... I've left the morphine, sir. Arthur, Reverend Swanson, would you excuse us a minute? Of course. Ja, dann schon wieder. New York? We are gonna go to New York. Now, they have been chasing us south and east and west. We're gonna get a boat, we're gonna get on a river, and we're gonna go north. New York. Then Tahiti, the Fiji Islands, or this place, New Guinea, dancing girls, freedom. But first, we have to make a whole lot of smoke, a whole lot of commotion. And then we disappear. We need more commotion. One score and one whole hell of a lot of noise. We ain't so good at doing scores anymore, Dutch. Are you feeling all right, Arthur? Sure, fine. Pardon me for interrupting. I brought a friend, Arthur. Hello. Hello. Dutch. This is Eagle Flash. His father is a great chief. Charles and I, we Pretended to be mercenaries. Did me a great favor. Dutch Vanderlyn, how do you do? Not well, sir. Well, I am sorry to hear that. How's your father? Father has confused wisdom with weakness. His people, my people, suffered too much. Been lied to too much. Now they've taken our horses. Who? The infantry division posted at Fort Wallace. Why? Colonel Favors is a liar and a murderer. His people won't stop until we're all dead. Without horses, we cannot hunt. Without hunting, we will starve. This is another act of war. I see that. Men have helped me before, and I have money. Put your money away, son. What do you think, Charles? You know I told your father I will not fight over some horses. But I made no such promise. Come along. Yeah. Arthur, we must go with them. And try to stop things from getting out of hand. I guess. Come along. We can get them more horses. I know. I understand Eagle Flies is angry, but I don't see how this will help anything. Especially now with Dutch whipping them up into a frenzy. Got enough folks coming after us without adding an army going to this. These bastards walk all over you? No, you're not. This is all that's wrong with this world. Okay, young man, lead the way. The horses are on a boat near Van Horn. I have a man waiting for us there with some canoes. Surely this can be done without killing anyone. Of course. What will be. Anyway, son, tell me about this Colonel Favors. He's a vile man. He and his regiment take pleasure in persecuting us. All the young have been taken from our reservation, shipped off to reform schools. Many women, too. The old are weak and sick, but they deliberately withhold medicine and supplies from us. This ends today. You have my word on that. Why are you getting involved in this, Dutch? You know me. We shoot fellers as need shooting. We save fellers as need saving. Feed them as need feeding. Not this again. It's been quite a while since we helped anyone but ourselves, and even you know that. I told you. Noise. We need noise, Arthur. Noise. And faith. I still don't know what that means. Stop questioning and think. Just think for a second. The Pinkertons have had time to reinforce. The civilized world is closing on us. Who knows what else Molly told them? We need to move towards a conclusion. Now. Sure, but what's this got to do with any of that? Some good, honest conflict between the army and the Indians might be just the distraction we need. Kill two birds with one stone. Cornwall was funding the Pinkertons' assault on us. Why do you think I dealt with him? With Cornwall gone, the government is far more likely
to divert them to other issues, especially if there's one more scandal. And then we can slip away. Like I said, we just need that noise and one more score. You know, I went back for the chest I had hidden outside Shady Belle, and we're close, Arthur. That dynamite, the railroad contract with the Army, it was all in those papers Micah found. I have a plan. You just have to trust me. I guess so. We have to stick together. Now more than ever. Alone, they'll pick us off. We wouldn't last 5 minutes out there. Not you, not me, not any of us. There's Peter. Not Peter. These men, like I said, they'll help us. I got the canoes. The boat is still moored in the channel. Good. Come on, let's go. We need to get that boat ashore. I think the best plan is to paddle up there silently, board her. Then when we got control, we'll deal with that anchor, float away. We'll be ashore before anybody even knows what happened. Kommt auch immer dieses schlechte Wetter her. Pull up alongside, quietly. Try not to kill anyone, Arthur. Ich bin hier nicht der Durchgedrehte, der alle umbringen muss. Überwältige die Soldaten. You mind the horses? I need a smoke. Hier sind zwei. Dass diese 3 Typen hier fertig machen wir. What the hell? Shep, we got a problem here. You done? Take it back, what's out? You ain't nothing. Boys, go find out about those horses down below. Arthur, deal with that anchor. You think I have the first idea how this anchor works? Just blow it up then. Hurry. Come on, Arthur.
You seem to be going pretty fast, Dutch. I'm trying. We're headed to those rocks. Hold on! What is wrong with you? Boys all right back there? Yeah, I think so. But there's a huge hole in the boat. Horses are spooked, and we're taking on water. Come on, let's get him out of here! Well, whatever else is wrong with you, you're quite the best pilot I've ever come across. The horses are confused. We need to round them up. I'll get these four, Arthur. Can you go after the others? Okay. I thought you were getting the other horses, Arthur. Ne? Ich kann doch gar nicht irgendwie in eine andere Richtung lenken. Er folgt ihm einfach. Ach so, ich hätte einfach gar nicht auf dem Pferd sein dürfen. Das war wahrscheinlich der Fehler. The horses are confused. We need to round them up. I'll get these four, Arthur. Can you go after the others? Okay. Ganz cool Pferd. Over here, come on. Aber sind die voll anhänglich. Okay. Die Pferde sollen nicht ertrinken. Was sind die anderen hin? Okay. Ich da hin? Ich habe auch schon hier angehen können, wäre auch viel entspannter gewesen für den Fall. Wo ist alles zu kliffig? Klippig? Felsig? Well, Arthur needs to rest. I will. I like you, son. And after the horses, are we gonna wait for the army to come and wreak its revenge? I hope not. Of course we ain't. Now let's go check out that fort of theirs. Is this a good idea? This is the only idea, and it is one that will suit both of our purposes. Fighting the army ain't wise. Stop worrying. Oh, and Sadie told me about Combe. Meet us at Doyle's Tavern in Saint Denis when you can. Shall we go, son? Certainly. We'll start some light reconnaissance out at Fort Wallace, and when Combs dealt with, you come meet us there. We'll set up a good spot for you. I don't know, Dutch. Yeah, well, I do. This is exactly the distraction that we need. Your father said that fighting was an impossible gamble. There's no winning for you in this. Father need not know anything. He'd rather live in ignorance. Come along, Your gentlemen. father would rather you did not do anything so foolish. I said I would stop this from happening. Would you talk to him? Speak with Rangeful. Yes. Would you?
Thank you, Arthur. Hier ist noch Maika. Achso. Die will ich vielleicht noch besuchen werden, ja. Was geht hier? Fallender Regen, achso. Alles klar. Ich denke, ich werde auf jeden Fall mal speichern. Und ich denke mal, diesmal werde ich auf jeden Fall erstmal die unwichtigsten Missionen angehen. Da kann man doch einiges verpassen, habe ich jetzt festgestellt. 47% ist wahrscheinlich. Jetzt höre ich erst, dass mein Sessel quietscht. Das war quasi gestern, bevor ich schlafen gegangen bin. Ne? Ja komm, wir gehen doch Dings besuchen. Irgendeine fremde Person. Ich wollte eigentlich hier mit Edith Finch sprechen. Ja. Ja, das ist okay, oder? Ich könnte auch erstmal die fremde Person hier treffen. Das ist näher. Ja, Geistgesicht. Auf dich ist einfach Verlass. Keine Dummheiten. Police! No. Bertram, say no. Oh, that's nice. That's very nice. Friends for life, we said. And now the two of you have betrayed me at once. Do you know what betrayal means, Bertram? No. It means hurting Miss Marjorie. Well, I thought you liked me. I've clothed you. I fed you. Bertram does like Miss Marjorie. Yes, and Miss Marjorie likes Bertram. So why don't you go and tell me where that nasty little Magnifico has run off to so I can get on with whipping that snot-nosed rat into shape? He owes me. He owes us. Big time. Bertram and Marjorie. Would Bertram like a sherry? Bertram like
Sherry. Yes, he does. Barkeep, sherry. Make it the cheapest one you have. Rat piss will do. His pretty dance. Everything okay? Imagine saving people. Taking them to your breast, metaphorically I mean, like a mother, caring and raising them, and then they go and stab you in the back. Have you ever betrayed a close friend? I hope not. Well, Treachery! And these are sad, low, unlovable people, and I made them stars, dreamers, entertainers, and they... Oh, no, now family's not enough. No, he's gone off alone. My little tiny magician has gone and stabbed his mom on the back. Oh, fuckity. No, Bertram! Woof, woof! Bertram, put the nice man down! Do something, you'll eat him! Easy there. Easy there! Jetzt muss ich mich mit diesen Riesen prügeln dort. Easy, big guy. Okay, in Ego-Perspektive. Well, you're a naughty boy. Easy, boy. No putting this off. Give him a laugh. Enough. Not nice. Nee, nicht nice. Needs a good sleep. No one likes a tantrum, mister. He's strong, all right. I can drop you with one hand behind my back. That's his money maker. Come here, Bertram. Oh, yes, Marjorie's here. No one's gonna hurt you ever again. Mama, you should keep that thing in a cage. You should think about who you're serving. Give me a beer, will you? Don't worry, we'll pay for what we broke. Come here, Bertram. Oh, no one looks after you like Mama does. No one cares for you like I do. Especially not that Magnifico. But he's my friend. Yes, well, if he were your friend, he'd be here, wouldn't he? He wouldn't have abandoned us. Oh, you wouldn't have gotten that whoopsie, would you? Whoopsie heart. I know. Mama's gonna make it all better. But first, you gotta tell me where that little worm ran off to, Bertram promised. Yes, well, Magnifico made a promise too, huh? He made more than a promise. He made a contract and he broke it. So, you just tell me exactly where he is and then we will all be even. That's my boy. He's camping in the woods. Why didn't you tell me in the first place? You just apologize to these men. I'm sorry. I'm sorry. You gave me a whoopsie. Hey, you just stay away from that sherry now, you hear? Bertram likes sherry. Oh, don't you get him started. Thank you for all of your help, Mr. Stranger. If you see that slippery little fella sleeping rough out there, would you just make a little racket and then we'll come along and we'll find you? I could try. Oh, his name is Magnifico. You'll know him when you see him. Come along, Bertram. Habe ich schon ausgetrunken? Hi, fellas. Hey, partner. Bei uns macht man das so. Man sagt, hey Partner und geht. Ja, hat man früher auch so gemacht. Guten Tag. So, Micah Bell haben wir noch hier. Achso, hier würde jetzt Magnifico-Dings sein.
Ja, das können wir dann aber, ich würde sagen, morgen machen. Heute machen wir noch hier Edith. Ich habe sogar eine Kollegin, die Edith heißt. Upp, ja. Ja, morgen werden wir auf jeden Fall mit Leichtigkeit Kapitel 6 hinter uns bringen. Dann lernen wir uns tatsächlich schon ziemlich langsam, oder beziehungsweise, ja, je nachdem, wir nähern uns langsam dem Ziel, ja. Ach man, was denn hier? Da wird schon der Stress mit mir. Easy now. Ach, dieser Penner, ey. Oh, was? What? Yep. Idiot. Ah, ja. Allein wegen dieser Gesucht-Scheiße kann ich jetzt die Mission nicht annehmen, ne? Das ist doch zum Kotzen, Was ist denn mal? Ein Apfel ist immer gut. Haben wir noch? Noch ein Apfel. Kann ich auch mal ein bisschen striegeln. Reicht, glaube ich. So. Sonst noch irgendwas? Ja. Wir sind Kumpels, oder? So viel haben wir schon zusammen durchgemacht. Warum glänzt denn den Arsch auf einmal so? Ja, wird auf jeden Fall wieder normal angezeigt. Springen wir hier nicht wieder. Das geht immer schief. Mich erkennt jetzt nicht, wer uns ein Vollidiot hier.
to you. Hey, you can't come this way. Turn around. Alles klar. Oh. I said, hell, even a blind hog finds an acorn every once in a while. Hey, you want company, boys? Sure, because I want to be pissing needles tomorrow. Mrs. Down, Go away. Just go away. I'm sorry. I'm really sorry, but well, You're sorry. Yeah, I heard you. but, I mean, well, this country is man unleashed. That's the thing, and it ain't my fault any more than it's anyone else. Man unleashed? Then unleash goodness. Not just hell's feeble brothers, sir. But how? I mean, all I know how to do is fight, guess. I was set free to fight. Where's your son, Mrs. Down? Where you think? Down the mine. Until he gets sick. Which won't be long, given how hard they work him. See, foremen don't like him, so he gets the worst of it. Maybe I could go. Well, maybe you could just leave us all alone. Maybe. Maybe you could just go fight some other battle. Ist die weit weg? Naja. Zu Fuß ist es kein Spaß. Also ich hole mal lieber ein Pferd. Ich ziehe mein Pferd zur Rate. Pferdekopfmeisterkumpel. Ja, der Soundtrack zum Spiel ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Was man hier mal so hört im Spiel. Tonight, go home here with Archie. Be quiet, please. Oh boy, come on. Why don't you shut up? Oh, all right. Who's this, your daddy? My daddy died. And this man, he killed him. What are you doing here? Leave the boy alone. Why'd you kill his daddy? You after his mama? Stop bullying the boy. Get out of my business, mister. Leave the boy alone. Or what? I'll kill you too. You couldn't kill no one. Look at you, all ragged and sick and weak. Clear off, you goddamn hermit. Clear off! You and the horse son here. Can't even fight your own battles, Downs? Take your hands off me! I'll do the world a favor here. I'll kill you, you scum! Who's next? Let the boy go. Let him go! Come with me. Shame on you. He's just a goddamn boy! Let's get you out of here. They're gonna kill me. Now I got no job and they're gonna kill me. I've got some money. You and your mama can go someplace nice. Well, why are you doing this? I don't know. Listen, take this. All of it. Try and talk to your mama and get out of here. Now run. I'll try. Good boy. I don't want to see you here again. Ich steigere gerade extrem meinen Ruf.
Sterben ist. Ich liege halt nicht im Sterben, ich sterbe nur langsam. So wie letztendlich jeder irgendwo. Aber Arthur ist es halt extrem bewusst jetzt durch seine Skorbut. Ja, noch einmal so eine coole Aktion und ich habe Maximum Karma. Achso. Quasi die Mission erledigt. Da haben wir hier noch eine Postmeisterei. Da ein Pferd. Ja, wenn man 2 Hauptmissionen hat, dann... Ach ne, 3 sogar. Ja, ich schätze, als nächstes wird ein Magnifico mein Thema. Aber erst morgen. Noch einmal überschreibe ich den noch, aber dann behalte ich den erstmal. Ja, schon fast 50%. In diesem Sinne sage ich einfach mal gute Nacht. Bis zum nächsten Teil. Gerade den Stein bewegt. Aber war es nur der Schatten? Egal. Ach, der hat sich bewegt, oder? Egal. Scheiß auf den Stein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.